Einen wunderschönen guten Abend aus Mexiko. Ihr könnt sehen, Leute, heute hat es wirklich hier geregnet. Das ist das erste Mal, wo ich das Ganze auch miterlebt habe. Die meisten Mexikaner freuen sich natürlich, weil es am Tag manchmal wirklich hier sehr warm ist, drückend heiß. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es nochmal um Essen gehen. Ihr könnt schon sehen, wir sind gerade im Auto unterwegs, nämlich zu einer Taqueria. Die meisten Taquerias öffnen wirklich erst am Abend, also diese ganzen Streetfood-Stände, die auf der Straße Tacos verkaufen, die machen wirklich erst am Abend auf und da gehen die Leute dann nach der Arbeit hin. Die meisten machen erst um 18 Uhr auf, manche um 19 Uhr, manche sogar erst um 20 Uhr. Wo wir gerade sind. In Mexico City finde ich die Streetfood-Tacos noch ein bisschen besser, aber heute geht es um eine Taqueria, die da locker mithalten kann und da werden wir heute mal hinschauen, aber erstmal müssen wir dazu in die Altstadt fahren, die übrigens auch wunderschön ist. Die zeige ich euch auch ein bisschen in dem Vlog. Und gebt euch jetzt mal, wie wunderschön das ausschaut. Können wir hier nochmal einen gesonderten Vlog machen zum Querétaro Zentrum. Es ist wunderschön am Tag, aber auch in der Nacht. Wie ihr sehen könnt, wenn es alles so wunderschön beleuchtet ist, eine der schönsten Altstädte, die ich jemals gesehen habe. Erstmal ist es wunderschön, absolut sicher und absolut sauber auch. Gebt euch mal diese Gassen hier. Deswegen, das macht es wunderschön hier. Die Altstadt von Querétaro. Vielleicht können wir da noch mal einen Vlog gesondert dazu machen und ich hoffe mal, dass man jetzt auch alles super perfekt sieht, weil am Abend natürlich ist die Qualität nicht so gut. Ich gehe jetzt mal auf die Seite, jetzt zeige ich euch einfach mal diese wunderschöne Kirche, wie wunderschön das ausschaut. Einfach mal zum Genießen. Und hier in der Altstadt gibt es nicht so viel Streetfood. Ja, es gibt eigentlich nur zwei Plazas, wo es so richtig Streetfood gibt. Das ist halt das Schöne in Mexico City, dass es wirklich an jeder Ecke Streetfood gibt. Das ist hier nicht so der Fall. Aber die Taqueria, wo wir jetzt hingehen, ich sage es euch, die ist richtig lecker. Und hier gebt euch mal, wow, diese alten Gebäude hier, die sind wunderschön. Na, das ist krass. Zum Beispiel eine Kirche, die Leute sind auch hier sehr gläubig und da findet es gerade hier in der Messe statt. Und genau da vorne geht es zu der Taqueria. Schaut jetzt auch noch geil aus mit dem Licht und mit den Regen, ein bisschen die Reflexion hier. Also, die Altstadt ist wirklich eine der schönsten überhaupt. In die Kommentare, ob ihr Bock habt, vielleicht nochmal, dass wir einen allgemeinen Vlog hier machen, wo ich euch nochmal die Stadt zeige am Tag und in der Nacht. Wenn ihr Lust habt, genau, schaut einfach mal alles rein. Gerade, wir sind am Plaza angekommen. Die Tacos haben noch nicht offen, Leute. Ganz kurz. Weil genau da vorne sind die. Genau der Stand hier, da sind eigentlich die Tacos, wo ich immer hingehe. Und jetzt sind die irgendwie zu. Vielleicht machen sie später auf. Hier könnt ihr sehen, es ist so ein Plaza. Hier gibt es noch andere Sachen. Aber das sind eigentlich die Tacos hier, wo ich eigentlich immer sehr gerne hingehe. Und jetzt sind die zu. Schaut nicht so aus, als würden die heute aufmachen. Da müssen wir was anderes suchen. Also die Tacos hier, ich mache dann nochmal ein Video, wo ich dann nur noch die Tacos zeige. Da würde ich sagen, wird es einfach so ein Night-Vlog hier werden, was sie alles so machen. Ich sage ja, bei mir ist das alles Freestyle. Ich wollte euch ein Video bringen und dann kommt das Video auch. Stände, aber ich glaube, hier gibt es nur, das sind Tamales. Ja, ich will jetzt aber Tacos. Und das sind hier Esquites, also Korn und so weiter. Das habe ich euch schon mal in TikTok gezeigt, das Ganze. Ich würde mal sagen, wir schauen mal zum anderen Plaza und suchen da nach Tacos. Donnerstag bis Sonntag. Ich hätte gefragt, bevor wir zu den anderen Taco-Store schauen, zeige ich euch noch mal ganz kurz den Plaza de Armas. Rathaus hier von Querétaro. Und das ist wirklich so wunderschön. Das zeige ich euch noch mal. Und dann gehen wir zu einer anderen Taqueria, aber da müssen wir mit einem Auto hinfahren, Leute. Alles Freestyle. Deswegen alle Leute, ich habe hier kein Skript, brauche ich nicht alles so, wisst ihr? Ich sage euch so meine Erfahrungen, die ich halt hier so mache. Und das würde ich euch einfach kundtun, wie so mein Tag ausschaut. Und nochmal, mir hat nämlich auch ein Abonnent geschrieben, hey, wie schaut es mit Sicherheit aus? Eine der sichersten Städte in komplett Mexiko. So viel kann ich euch dazu sagen. Es ist
alles absolut sicher, auch hier in der Altstadt. Und genau, das ist hier, das könnt ihr jetzt schon mal sehen. Das zeige ich euch aber nochmal von vorne. Das ist hier der Plaza de Armas. Das ist so wunderschön, auch oben mit der Mexiko-Fahne, wie das alles beleuchtet ist. Also die Altstadt ist wirklich eine der schönsten Altstädte, die ich jemals in Mexiko besucht habe, muss ich sagen. Hier werden auch ein paar Sachen verkauft. Also ihr seht, hier ist wirklich nicht so viel Streetfood. In Mexico City ist ein bisschen mehr. Hier ist auch gerade eine Ausstellung, die hier gerade ist. Genau, und hier schön, man kann sich schön hinstellen. Hier ist auch ein bisschen Internet. Ja, wow. Also der Armas. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir dann wirklich ins Auto und dann will ich euch eine andere Taqueria zeigen. Die ist auch sehr, 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 sehr gut. Ist nicht meine Favorite Taqueria, aber würde man sagen, so die zweitbeste. Da gibt es den Taco al Pastor. Deswegen der Titel, der mexikanische Döner, passt jetzt perfekt dazu. Ich würde sagen, lasst uns zum nächsten Spot fahren. Und den Taco al Pastor haben damals libanesische Einwanderer nach Mexico City mitgebracht. Also diesen Spieß hier, den man ja auch von Shawarma kennt. Der ist noch gar nicht mal so alt. Ich blende mal hier. Está rico, señor? Delicioso. Delicioso, yeah, it's really Taco al Pastor. It's muy bien, muy bien. Ihr könnt ja sehen, das feiere ich so, die Leute, die springen in die Kamera ein. Es ist manchmal in Deutschland leider nicht so der Fall. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ich blende mal hier das Datum ein. So alt ist der Taco al Pastor, also wirklich gar noch nicht so alt. Die Libanesen haben damals ihren Shawarma daraus gemacht und die Mexikaner haben sich gedacht, komm, wir machen daraus Tacos. Und die sind damals in Mexico City entstanden und hier ist Schweinefleisch drauf. Also der Taco al Pastor ist aus Schweinefleisch. Deswegen auch für alle Vegetarier oder auch die viele Muslime, die hier Urlaub machen, ihr müsst ja wirklich aufpassen, es wird nämlich alles auf einer Platte gemacht. Also hier ist wirklich nichts Halal oder vegan. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu finden, vielleicht in Mexico City, aber hier in Kleinstädten in Mexiko ist es wirklich sehr, 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 sehr schwer. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es wirklich darum gehen, wie lecker dieser Taco al Pastor ist. Ein bisschen anders ist wie den traditionellen Pastor. Normalerweise habt ihr oben noch eine Ananas drauf, die fehlt hier und die verkaufen auch den Pastor, wie hier zum Beispiel, wie ihr hier sehen könnt, gebratenen Zwiebeln. Das ist ein bisschen anders, aber ich habe ihm gesagt, ob er einen Pastor traditionell machen kann. Das könnt ihr hier sehen, nur mit Koriander und Zwiebeln und Senior. Und da könnt ihr sehen, wow, richtig, richtig lecker. Was ich hier noch so besonders finde, in dieser Taqueria, dass das Fleisch wirklich sehr, 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 sehr knusprig ist. Das ist sehr, sehr lecker. Schaut mal, es ist schön knusprig. Und normalerweise schmeckt mir das Fleisch eigentlich nur, wenn schöne so Streifen geschnitten ist. Also sehr, 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 sehr dünn. Hier ist es ein bisschen dicker geschnitten, aber ich finde es auch sehr, 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 sehr lecker. Und was es natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich die Salsa und ein Schuss Limettensaft. Verschiedene Salsa, einmal Salsa Rojo, Salsa Verde und noch eine Salsa Verde, aber ich glaube, es müssen die gleichen sein. Krass, da ist sogar noch der Avocado-Kern mit drin und ich mag sehr gerne die Salsa Verde. Can you put some Salsa Verde? Ja, genau, Salsa Verde. Wow, ihr könnt sehen, sehr viel. Und ein bisschen Salsa Rojo. Und but just one. Und das one, ja. Genau, ein bisschen Salsa Rojo und dann noch Limetten. Oh, hier könnt ihr es jetzt sehen, sind sehr, 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 sehr groß, kosten 16 Pesos. Die, wo ich euch vorhin hinbringen wollte, die kosten 10 Pesos nur. Ich finde sie ein bisschen besser, aber die sind auch sehr gut. Schaut mal, mit ein bisschen Limette und ich würde sagen, wir starten mit den traditionellen Taco al Pastor. Es fehlt nur die Ananas oben drauf. Was auch hier immer der Fall ist, wir haben 2 Tortillas. Das ist in Mexiko eigentlich so üblich, damit das Ganze nicht bricht. Was du bist? Boah. Boah. Und die rote Salsa ist schön scharf. Boah. Ist sogar sehr scharf. Sehr guter Pastor, weil er halt wirklich sehr knusprig ist. Und meine Frau gönnt sich hier Suadero. Das ist Beef. Bin ich nicht so der Fan davon, weil auch ein bisschen mit Fett mit drin ist. Aber heute geht es wirklich bei uns, heute geht es nur um den mexikanischen Döner Taco al Pastor. Also der erste Taco war schon mal sehr, sehr geil. Mit der Salsa Verde, die war wirklich sehr, 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 sehr scharf.
Und jetzt haben wir noch die gebratenen Zwiebeln hier. Hier könnt ihr sehen, die sind eigentlich wirklich schon sehr gut bestückt. Der schmeckt jetzt komplett anders, weil die Salsa Verde komplett anders schmeckt. Ein bisschen Avocado ist auch mit drin. Ich muss noch mal hin, ich packe mir jetzt noch mal die Salsa Rojo drauf, weil die war nicht wirklich ein bisschen besser. Ich liebe scharf. Also ihr könnt sehen, jeder Taco ist auch ein bisschen anders immer, weil es halt wirklich mit der Soße zusammen, also mit der Salsa zusammenhängt. Deswegen lasst uns noch mal ganz kurz ein bisschen Salsa Rojo drauf hauen. Ich habe so viel Salsa jetzt drauf gemacht, so müsst ihr die wirklich essen. Ne? Haut da wirklich sehr viel Salsa drauf. Auch geil hier mit Street Food in Mexiko, gebt euch mal diese 2 Gasflaschen hier. Stellt euch mal vor, sowas in Deutschland wird das gar nicht gehen so. Ja, das wird gar nicht gehen, wenn es da umfällt und was weiß ich. Boah. Wow, die waren absolut lecker und die rote Salsa war wirklich sehr scharf. Deswegen, es gibt nichts über diese Cola in der Glasflasche aus naturellen Rohrzucker. Das schmeckt so geil mit einem Taco. Ist wirklich immer so bei mir wirklich die Pflicht hier, noch eine Cola danach zu trinken. Der Taco al Pastor, hier wirklich, was ihn hier so besonders macht. Er ist knusprig, jetzt könnt ihr noch mal sehen, wie der Herr das da hinten schneidet. Es ist nicht ganz so dünn geschnitten, aber es schmeckt trotzdem, weil das Fleisch nicht fettig ist. Also wirklich ein sehr guter Taco. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Ich gönne mir jetzt noch mal ein. Da haben wir 4 Stück, das reicht dann auch mit einer lecker, muchas gracias, señor. Mit einer lecker Cola Rojo. Mit einer leckeren Cola. Das war's. Ich blende euch noch mal die Location ein, falls ihr auch mal hier in Querétaro seid. Die Tacos sind wirklich sehr lecker. 16 Pesos und ihr seid jetzt noch mal gefragt, was wollt ihr noch alles aus Mexiko sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Mein TikTok-Kanal ist leider immer noch gesperrt. Ich habe ja die Verwarnung bekommen, deswegen kommt jetzt auch mehr auf YouTube. Deswegen lasst uns jetzt zusammen eine Community aufbauen. Bei mir folgt alles Freestyle. Auch mein Spanisch ist nicht gut, aber ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ne? Das macht es halt bei mir aus. Freestyle, Vlogs. Lasst ein Like da, ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Video. Cheers!